Liebe Fans, liebe Technoman-Innen, liebe Panzermensch-Innen, liebe Pimmelfrauen, liebe Pimmelmänner. Das war eine gewollte Provokation, wenn auch eine ziemlich sinnlose. Und so fragt man sich natürlich zu Recht, warum ist er so, der Nagavi? Also, um da ein bisschen mehr Klarheit schaffen zu können, kommen wir einfach nicht drum herum, ein bisschen zurückzuspulen. Nicht an den Anfang der Karriere von AND1 vor 35 Jahren, sondern an den Beginn meiner Bühnenkarriere im Klassenraum. Ich habe ein paar Tage überlegt, ob ich die Nummer, wie ich sie vorhabe, auch so bringen sollte. Hat auch Nachteile. Aber wir machen es jetzt auf meine Art. Wir müssen irgendwo anfangen. Und dazu habe ich meine Zeugnisse mitgebracht. Und ich werde den Teil der Zeugnisköpfe vorlesen, der mein Verhalten in der Öffentlichkeit, wenn man so will, am besten beschreiben könnte. Ich muss vorab sagen, ich war in der 1. und 2. Klasse ein ziemlicher Musterschüler. Total lieb, immer sehr aufmerksam, aufgeschlossen, lernwillig und bin eigentlich nie unangenehm aufgefallen. Dann kam irgendwann die Scheidung und die hat mir, glaube ich, nicht so gut getan. Aber ich fange mal an. Ich fange in der 3. Klasse an. Das war noch auf einer iranisch-deutschen Privatschule in Teheran. Steve arbeitet selten aktiv im Unterricht mit. Er ist ständig abgelenkt und stört. Dann später in Deutschland. Ich wurde ein Jahr zurückgestellt, musste die 3. Klasse wiederholen, da das letzte Schuljahr im Iran in Deutschland nicht anerkannt wurde. Steves Betragen gab täglich zu Tadeln Anlass. Er lief häufig während des Unterrichts durch die Klasse, störte und ärgerte seine Mitschüler. 2. Halbjahr. Steves Betragen hat sich verschlechtert. Es gab fast ununterbrochen zu Tadeln Anlass. Er hinderte seine Mitschüler am Lernen und versuchte durch groben Unsinn auf sich aufmerksam zu machen. 4. Klasse. Steves Betragen gab ununterbrochen zu Tadeln Anlass. Er störte den Unterricht fast in jeder Stunde durch lautes, provozierendes Verhalten. Wer hätte das gedacht? 2. Halbjahr. Moment. Steves Betragen gab fast in jeder Stunde zu Tadeln Anlass. Seine Arbeitshaltung im Unterricht war selten ausreichend. Häufig verweigerte er jegliche Mitarbeit. Er kam fast immer ohne Arbeitsmaterial zur Schule. Steve hinderte seine Mitschüler durch Worte und Taten am Arbeiten oder störte den Unterricht bewusst durch provokatives Verhalten. 5. Klasse. Steves Betragen gab sehr oft zur Ermahnung Anlass, jedoch zeigte er verstärkt Bemühungen, sein Verhalten positiv zu steuern. Ob das was gebracht hat, werden wir ja jetzt sehen. 2. Halbjahr.
Steves Betragen gab zu Tadeln Anlass. Seine Mitarbeit im Unterricht war nicht immer sachbezogen. 6. Klasse. Steves Betragen gab oft zu Tadeln Anlass. Seine Mitarbeit war befriedigend. 2. Halbjahr. Steve zeigte bezüglich seines Verhaltens nur wenige kurzzeitige positive Ansätze. Oft störte er das Unterrichtsgeschehen erheblich. Er zeigte, bezogen auf sein Betragen, geringe Einsicht und meist setzte er seine bewussten Störaktionen auch nach mehrmaligen Ermahnungen fort. Seine geringe Mitarbeit im Unterricht wurde durch gestenreiche Wortbeiträge geprägt. Dann kam ein Cut. 1984 bin ich dann auf die Oberschule gekommen. Hauptschule. Dort wurde ich Schulsprecher. Übrigens auch als erster Siebtklässler in der Geschichte dieser Schule und der Jüngste. Und das ist, glaube ich, auch einmal ein extra Video wert, weil die Geschichte dahinter ist sehr interessant. Steve setzt sich für die Interessen seiner Mitschüler ein. Durch sein oft überhebliches Verhalten schränkt er seine Leistungsfähigkeit selbst ein. 2. Halbjahr. Steve ist ein aufgeschlossener Schüler, der sich aktiv für die Interessen seiner Mitschüler einsetzt. Dabei neigt er jedoch nicht selten dazu, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. 8. Klasse, hier gibt es irgendwie nur ein Zeugnis. Keine Ahnung. Steve ist ein launischer und eigenwilliger Schüler. Aus einem starken Bedürfnis nach Anerkennung verweigert er oft seine Mitarbeit. Stattdessen versucht er, durch Verhaltensauffälligkeiten noch mehr Beachtung von seinen Mitschülern zu erlangen. Dann das letzte Zeugnis, mein Abschlusszeugnis hat keinen Zeugniskopf, aber ich gehe mal davon aus, da wird es auch nicht besser gewesen sein. So habe ich mich als Kind und Jugendlicher in der Öffentlichkeit benommen. Aber glaubt man nicht, dass ich mich zu Hause genauso hätte benehmen können. Schon damals gab es einen deutlichen Unterschied zwischen dem öffentlichen Steve Nagavi und dem privaten Steve. Von der Schule dann endlich befreit, was so ziemlich die schlimmste Zeit meines Lebens war, fing dann endlich mein Leben an. Selbstbestimmt und bereit für jede Katastrophe, die ich noch selbst verursachen sollte. Denn einmal Pausen klauen, immer Pausen klauen. Den Lebensabschnitt von 3 Jahren zwischen Schule und Plattenvertrag überspringe ich jetzt erstmal, weil er in diese Serie überhaupt nicht reinpasst. Also 1989, Plattenvertrag, erstes, zweites, drittes Album und dann 1995 die Deutschmaschine. Vom Text her eigentlich mehr als deutlich. Wurde von den meisten auch verstanden als Warnung vor der damals neu aufkommenden braunen Gefahr, unmittelbar nach der Wende. Die gewollte Provokation hierbei war der Aufhänger, der Refrain. Die Deutschmaschine lebt. 4-mal hintereinander, dann aber auch gleich richtig.
Den konnte man tatsächlich zweideutig verstehen, wenn man dem restlichen Text nicht zugehört hatte. Und bis heute muss ich leider davon abraten, den Song laut im Auto bei heruntergelassenem Fenster zu hören, wenn man in Berlin-Friedrichshain an der Ampel steht. Passend dazu, ein wenig später, meine erste provokante Aktionskunst gegen Faschismus unter Einbeziehung des Publikums. Circa 20 Jahre später sollte dann die zweite folgen, aber dazu später. Was war passiert? Auf der Tournee gab es einen bestimmten Moment, könnte vor oder nach Deutschmaschine gewesen sein, wo ich das Publikum aus dem Nichts heraus aufgefordert habe, sich auf den Boden zu setzen. Setzt euch. Die Leute wussten gar nicht, warum, was das jetzt hier soll. Aber ungefähr die erste Hälfte hat sich sofort hingesetzt auf den Boden, der nebenbei gesagt auch relativ schmutzig war. Dann habe ich mit Nachdruck weiterhin dafür gesorgt, dass sich noch mehr Leute auf den Boden setzen. Bam, bam, bam. Und irgendwann saßen fast alle auf dem Boden. Waren neugierig, was passiert. Dann sind noch 10 Leute übrig geblieben. Die habe ich dann auch nochmal direkt angesprochen. Und am Ende blieb einer stehen. Mit verschränkten Armen. Und dann passierte etwas, wovon ich vorher dachte, dass passieren würde. Ich habe die Person dann nicht mehr direkt angesprochen, sondern plötzlich verselbstständigte sich der Prozess vom Publikum Richtung denjenigen, der dort noch weigernd mit verschränkten Armen dort stand und sich nicht hinsetzen wollte. Ich hatte vorher ja gesagt, also bevor nicht jeder sitzt, spielen wir nicht weiter. Und irgendwann hat er dann nachgegeben und sich auch hingesetzt. Als das dann passiert war und alle gesessen haben, habe ich gesagt, so, jetzt können wir weitermachen. Habe das nie aufgelöst, bis heute nicht. Ich mag es nicht, Provokationen aufzulösen. Ich kann es zumindest noch nicht erklären, warum, aber ich mag es einfach nicht. Aber es hatte damals funktioniert. Und was sollte es eigentlich bewirken? Dass jeder für sich nach dem Konzert drüber nachdenkt, würde ich das beim nächsten Mal genauso machen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe? Würde ich mich nochmal hinsetzen? Und derjenige, der zum Schluss übrig geblieben ist, der wird sich besonders die Frage stellen, bleibe ich beim nächsten Mal einfach stehen oder lasse ich mich von der Menge leiten? Wir schreiben das Jahr 1988. Eine Atombombe landet mitten im Zentrum der schwarzen Szene. Sie hieß nicht Little Boy, sondern Pimmelmann. Die Mutter aller Image-Katastrophen. Ein Song biblischen Ausmaßes. Der Text selbst war eigentlich gar nicht provokativ oder skandalös, sondern einfach nur komplett sinnbefreit. Balla. Die Position auf dem Album, nämlich an 4. Stelle,
war die eigentliche Provokation. Humor in der schwarzen Szene bis 1994 undenkbar. Da hatten wir nämlich den Klaus schon mal ins Rennen geschickt. Den hatten wir aber im Gegensatz zu Pimmelmann als Bonustrack versteckt. Aber wieso konnte ich nicht einfach das machen, was man von uns erwartet hatte? Seine Mitarbeit im Unterricht war nicht immer sachbezogen. Hallo! Im Jahre 2000 wurden wir von MTV eingeladen, auf einem Festival in Leipzig zu spielen, was auch live im Fernsehen übertragen wurde. Wir haben mitgemacht. Das Motto dieser Veranstaltung: Gesicht zeigen gegen Gewalt. Musik für ein tolerantes Deutschland. Gegen Rassismus und rechte Gewalt. Mit dabei waren so Künstler wie Grönemeyer, Freundeskreis, Deichkind. Project Pitchfork waren übrigens auch mit am Start. Und wir hier. Das war noch nicht die Provokation. Das war die Provokation. Ich hatte wieder einmal genau das Gegenteil von dem gemacht, was man von mir erwartet hatte. Wenn es nach der Plattenfirma gegangen wäre, hätten wir unser Get You Closer und Sometimes runtergespult und wären dann einfach gegangen. Ich hatte wieder einmal genau das Gegenteil von dem gemacht, was man von mir erwartet hatte. Ich hatte stattdessen also gespielt Deutschmaschine, Take Some More und Nachtschicht in der Hassfabrik. Und statt ein freundliches, verkaufsförderndes Gesicht gegen Gewalt zu ziehen, habe ich gezeigt, wie das Gesicht der Gewalt meiner Meinung nach aussieht. 2006. Steine sind Steine. Ein Text, der sogar bis heute einige Fans und Kritiker maßlos überfordern könnte. Und mit Sicherheit eines der besten Beispiele für gewollte Provokation. Trotzdem musst du dich noch ein bisschen gedulden. Denn der Song hat meines Erachtens ein eigenes extra Video, und zwar sehr detailliert, verdient. Und macht am meisten Sinn circa 2 Wochen vor der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr. Und trotzdem gebe ich dir 2 Hinweise vorab. Singe ich Sei stolz, ein Deutscher zu sein? Oder singe ich Deutscher sei stolz? Zweiter Hinweis. In welcher Zeitform singe ich eigentlich 2006? Singe ich erst kam Krieg, dann kam die Wahl? Oder singe ich erst kommt Krieg, dann kommt die Wahl? Wann ist Steine sind Steine? Oder anders ausgedrückt: Steve setzt sich für die Interessen seiner Mitschüler ein. »2010. Wie sieht der denn aus?« Es war gerade 4 Jahre her, wo wir Steine sind Steine veröffentlicht haben. Und wie erwartet hat der Song Monate oder sogar 2, 3 Jahre gebraucht,
um ordentlich die Runde zu machen. Er war ja nicht auf einem Album drauf, sondern auf einer EP. Das brauchte also eine Weile, bis sich das durchgesetzt hat. Und wie erwartet auch kamen dann wieder die üblichen Vorwürfe oder Verdächtigungen. Sind die rechtsradikal? Sind das Nazis? Und einige waren total verärgert, weil sie mit dem Text nicht so viel anfangen konnten. Und ich bin so, wenn man mir etwas vorwirft oder mich für etwas verdächtigt, dann mache ich erstmal genau das. Ich gebe den Leuten, was sie von mir halten. 2010 Tanzomat-Tour war das mein Outfit. Das war meine Trotzreaktion auf die Fascho-Vorwürfe. Merkst du? Also wieder genau das Gegenteil. Zu mir konnte man auch nie sagen, distanzier dich davon oder davon. Distanzier dich gegen rechts, distanzier dich von was weiß ich. Ich kann mich nicht von etwas distanzieren, wenn ich dem noch nie nahe gestanden habe. Und schon gar nicht lasse ich mir irgendwas in den Mund legen. Sag das und das, sag das und das. Hol Stöckchen, mach Männchen. Auf gar keinen Fall. 2018 Amphi-Festival. Es war mal wieder soweit. Nach 20 Jahren eine weitere provokante Aktionskunst gegen Faschismus unter Einbeziehung des Publikums. Wie ist das abgelaufen? Es war, glaube ich, vor Steine sind Steine. Ich habe das Publikum aufgefordert, zu buchstabieren. Gib mir ein A. Und das Publikum, A. Gib mir ein. Und das Publikum hat natürlich erwartet, dass jetzt End One buchstabiert wird und man am Ende gemeinsam End One brüllt. Aber so ist es nicht gekommen. Gib mir ein A, das Publikum A, dann kam ein D, dann kam ein O, ein L und am Ende ein F. Schock. Was war der Sinn dahinter? Auf der Bühne oder Podium steht jemand, dem man vertraut. Der gibt dem Publikum oder der Gesellschaft ein Stückchen vom Ganzen, dass sie mitmachen können, dass sie wiederholen können, dem sie sich annehmen können. Das Stückchen selbst wirkt erstmal ziemlich harmlos. Dann gibt man der Gesellschaft ein weiteres Stückchen und noch ein Stückchen und noch ein Stückchen und die Gesellschaft macht mit. Wenn man das letzte Stückchen dann auch noch mitgemacht hat, kann es ein böses Erwachen geben. Und es ist zu spät. Man hat bereits jedes Stückchen ausgesprochen, man ist mit jedem Stückchen mitgegangen und ist dann selbst schockiert darüber, wohin das geführt hat.
Die Aktion war nicht spontan, die war geplant. Ich hatte mir das damals gut überlegt. Und wir haben ganz schön Federn gelassen dabei. Aber manchmal gibt es Dinge, die wichtiger sind als die eigene Karriere. Und obwohl es auf eine Art gut gemeint war, ich auf diese Art und Weise nochmal an die Entstehung von Faschismus spielerisch hinweisen wollte, war es im Nachhinein betrachtet doch ein Fehler. Der Fehler bestand darin, dass ich mir für diese Aktion ein Festival ausgesucht habe. Das war nicht so klug. Es waren einfach auch wahnsinnig viele Menschen da, die mit mir nichts anfangen konnten, die mich entweder nicht kannten oder nicht wussten, wie ich drauf bin oder mich von vornherein gehasst haben. Da kann man dann jetzt auch nichts machen. Aber das würde ich nicht nochmal so machen. Das war nicht gut. War ein Fehler. Aber es gibt auch noch andere Formen von Provokation. Zum Beispiel die sogenannte geschmacklose Provokation zur Selbstbelustigung. In dem Sinne sehen wir uns in Teil 3, wenn es heißt 2020 oder 2020 oder Mu macht die Kuh.